Fraktion Die Linke. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Seit 20 Jahren steht die Bundeswehr im Kosovo, und wieder einmal beantragt die Bundesregierung eine Verlängerung dieses Einsatzes. Erneut beantragt, auf die Begründung komme ich noch gleich, Herr Kollege. Erneut beantragen Sie hier Steuergelder in Millionenhöhe. Dieses Mal sind es 23 Millionen Euro, um diesen höchst problematischen Einsatz deutscher Militärs auf dem Balkan fortsetzen zu können. Deutsche Bundeswehrsoldaten, die die kosovo-albanischen Sicherheitskräfte aufbauen, beraten und ausbilden. Aber wenn man sich die Begründung der Bundesregierung für diesen Einsatz anschaut, kann man nur den Eindruck gewinnen, dass sie die neuesten Entwicklungen in der Region gar nicht mitbekommen haben. Stattdessen haben sie offenbar alte Anträge einfach nur auf den Kopierer gelegt, um sie hier dem Bundestag und der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und so wird die Öffentlichkeit über das Sicherheitsumfeld, in dem sich die Bundeswehrsoldaten in der Region bewegen, getäuscht. Sie schreiben in Ihrem Antrag, Zitat, die Sicherheitslage in Kosovo ist weiterhin überwiegend ruhig und stabil. Darüber hinaus gäbe es allenfalls ein Konflikt- und Eskalationspotenzial. Zitat Ende. Herr Bundesaußenminister Maas stellt sich hier hin und sagt, der KFOR-Einsatz sorge für Sicherheit und Stabilität vor Ort. Ja, da frage ich mich, Herr Maas, lesen Sie überhaupt eigentlich noch Zeitungen? Und damit meine ich nicht Boulevardblätter. Nicht Boulevardblätter. Haben Sie denn gar nicht mitbekommen, dass die kosovo-albanischen, ihnen treu ergebenen kosovo-albanischen Sicherheitskräfte erst letzte Woche an einem Überfall im Norden des Kosovo auf einen russischen UN-Angestellten beteiligt waren? Haben Sie denn nicht mitbekommen, dass infolge des brutalen Vorgehens gegen Angehörige der serbischen Minderheit unter dem Vorwand der Kriminalitätsbekämpfung durch Paramilitärs mittlerweile die serbische Armee mobilisiert wurde, um die Serben als Minderheit im Kosovo zu schützen? Und ich frage mich, ist Ihnen entgangen, dass der sogenannte Präsident des Kosovo, Hashim Thaçi, ein mutmaßlicher Kriegsverbrecher, über den der Bundesnachrichtendienst behauptet, er hätte zahlreiche Morde in Auftrag gegeben? Also Ihr Präsident Hashim Thaçi sich jetzt öffentlich für die Schaffung Großalbaniens einsetzt und so weitere Grenzen auf dem Balkan infrage stellt und massiv die Kriegsgefahr in der Region schürt. Warum erwähnen Sie nicht einmal, dass sich durch die 100%-Zölle auf serbische Waren durch den Kosovo, der weiterhin ja kein Mitglied der Vereinten Nationen ist, die Spannungen zwischen Pristina und Belgrad massiv erhöht haben? Ich finde es unerträglich, dass die Bundesregierung auch noch das Militär eines solchen völkisch-nationalistischen Regimes mit aufbaut, im Wissen, dass Thaçi und Co. mit weiteren Grenzveränderungen auf dem Balkan drohen und Minderheiten wie Serben und Roma im Kosovo politisch verfolgt werden. Die von Ihnen hier immer wieder in Deutschland groß angeforderte Haltung würde ich mir auch gegenüber dem völkisch-nationalistischen Regime in Kosovo auch mal wünschen, diese Haltung. Und durch die Rückendeckung für den völkischen Nationalismus im Kosovo und die massive Unterstützung dieser militanten Nationalisten auch durch den Bundeswehreinsatz legt die Bundesregierung erneut die Brandfackel an den Balkan. Ich finde, es ist höchste Zeit, die Unterstützung der Nationalisten in Pristina zu beenden und sich wirklich auch für diplomatische Lösungen einzusetzen. Die Politik der doppelten Standards und der Völkerrechtsbrüche durch die Bundesregierung droht jedes Vertrauen in die internationale Rechtsordnung zu untergraben. Deshalb sagen wir als Linke, 20 Jahre Bundeswehr im Kosovo sind 20 Jahre zu viel. Wir sollten die Bundeswehr so schnell wie möglich abziehen. In der Geschichte hat sich gezeigt, die Präsenz auf dem Balkan von deutschen Soldaten hat niemals etwas Gutes bewirkt. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist für die Fraktion Bündnis 90